Dies ist die Rekonstruktion eines Himmelfahrtskommandos, das den Auftrag hatte, das Unmögliche zu wagen: Ein Einbruch in den feindbesetzten Raum, um ein tödliches Erbe zu tilgen, bevor die Welt davon erfährt. Am 12. Januar 1945 vollzog sich an der Weichselfront der Beginn einer militärischen Operation, die in ihrer operativen Tiefe und Geschwindigkeit alle bisherigen Maßstäbe des Zweiten Weltkriegs sprengte. Die sowjetische Weichsel-Oder-Operation war kein bloßer Frontdurchbruch, sondern eine präzise koordinierte Aufsprengung und Vernichtung der Heeresgruppe A. Innerhalb weniger Tage brachen sowjetische Panzerarmeen durch die dünnen deutschen Linien und stießen bis zu 70 Kilometer pro Tag nach Westen vor. Das Gesetz des Handelns lag nun ausschließlich bei der Roten Armee. Während die deutschen Verbände in wandernden Kesseln nach Westen fluten, erreichten die sowjetischen Spitzen bereits am 31. Januar die Oder bei Kienitz, nur 60 Kilometer vor den Toren Berlins. Auch die operative Lage im Raum Niederschlesien ist durch tiefe Einbrüche der sowjetischen Panzerkräfte gekennzeichnet. Nach dem Überrollen der deutschen Verteidigungslinien auf breiter Linie vollzieht sich wenige Tage später nordostwärts von Breslau eine Entwicklung von strategischer Tragweite. Das Chemiewerk Anorgana in Dyhernfurt wird für die deutsche Führung zu einem operativen Albtraum. Die Besetzung Dyhernfurts durch sowjetische Truppen Anfang Februar war eine direkte Folge der überdehnten Fronten und der unkontrollierten Rückzugsbewegungen. Dass ein Werk für chemische Kampfstoffe mit demzufolge enormer strategischer Bedeutung unzerstört in feindliche Hände fiel, war das Ergebnis des zu spät gegebenen Räumungsalarms und der völligen Unterschätzung des sowjetischen Vormarschtempos durch die deutsche Führung. Hier offenbarte sich das Dilemma der Wehrmacht in seiner reinsten Form. In den Bunkeranlagen lagerten tausende Tonnen eines Kampfmittels, das dem Gegner technologisch weit überlegen war. Aber man verfügte über keine Truppen vor Ort, um es zu schützen oder fachgerecht zu vernichten. Dyhernfurt war kein herkömmliches Rüstungsobjekt. Es war das Zentrum für die Produktion eines Stoffes, der die Grenze der konventionellen Kriegführung markiert: Tabun. Tabun ist ein Nervengas, ein Kampfmittel eigener Art, das im Ersten Weltkrieg noch keine Entsprechung fand. Seine technisch-physikalischen Eigenschaften sind für den Soldaten im Feld schlechthin unmerklich. Tabun ist farblos, geruchlos und entzieht sich jeder menschlichen Wahrnehmung. Bereits kleinste Mengen, wenige Tropfen auf der Haut oder die Inhalation geringster Konzentrationen führen durch die Blockade der Reizleitung im Nervensystem innerhalb von Minuten zum Tod durch Atemlähmung. In den Betonkatakomben des Werkes lagern in 9 Bunkergruppen insgesamt 12.000 Tonnen dieses Kampfmittels in ungesicherten Hochbottichen. Trotz dringender Warnung des Generals der Nebeltruppen, General Oxner, wurde auf eine rechtzeitige Unschädlichmachung der Bestände verzichtet. Eine Zerstörung der Anlage durch schwere Artillerie oder Luftangriffe wurde nach fachlicher Beurteilung verworfen. Die Gefahr einer unkontrollierten Freisetzung über bewohnten Gebiet und die Tatsache, dass verbleibende Rückstände eine feindliche Analyse der Molekularstruktur nicht ausschließen würden, erforderte eine andere Lösung. Das Kampfmittel muss physisch vernichtet werden. Hierzu ist ein Einbruch in den feindbesetzten Raum unumgänglich, um das Gas über die werkseigenen Rohrleitungen kontrolliert in die Oder abzupumpen. Nur die totale Verdünnung in den Fluten der Oder garantiert die endgültige Neutralisierung dieser 12.000 Tonnen tödlicher Fracht. Mit der Lösung dieser operativ kritischen Aufgabe wird ein Offizier betraut, der sich bereits in zahlreichen Krisenlagen an der Ostfront bewährt hat.
Generalmajor Sachsenheimer, Kommandeur der 17. Infanteriedivision. Anfang Februar 1945 wird er in das Hauptquartier der 4. Panzerarmee nach Lasern befohlen. Dort empfängt ihn der Chef des Generalstabs, Oberst I.G. Knüppel, zu einer eilig anberaumten Befehlsausgabe. Sachsenheimer erhält die operative Verfügungsgewalt über ein ad hoc zusammengestelltes Angriffsunternehmen. Sein Auftrag: die überraschende Wiederbesetzung des Werkes Dürrenfurt durch einen Handstreich und die Sicherung des Objekts, bis ein mitgeführtes technisches Kommando die Vernichtung der Gasbestände abgeschlossen hat. Diesem Kommando gehören 2 Professoren, ein Gasabwehroffizier der Heeresgruppe und 80 Spezialarbeiter an. Der ursprüngliche Plan des Heeresgruppenkommandos sah hierfür ein kombiniertes Unternehmen vor. Außer Infanterie und Artillerie sollten bereitstehen je eine Kompanie Fallschirmjäger von der Heeresgruppe Süd und Weichsel, also den rechten und linken Nachbarn der Heeresgruppe Mitte, 1 bis 2 Batterien 8.8 Flak und die leichte Pionier-Sturmbootkompanie 906 mit 81 Sturmbooten. Nach dem Plan des Heeresgruppenkommandos sollte der Angriff kurz nach Morgengrauen mit starken, völlig überraschenden Feuerschlägen der Artillerie auf erkannte Ziele schwerer Waffen eingeleitet werden, worauf sofort die Fallschirmjäger abspringen und das Fabrikgelände nehmen sollten. Doch Sachsenheimer erkennt nach erster Einsicht in die Unterlagen die taktischen Risiken dieses Plans. Die operative Freiheit des Handelns wird zum entscheidenden Faktor für das Gelingen dieser Mission, deren Tragweite noch völlig unabsehbar ist. Die Feindbeurteilung des Generals ist präzise. Da die schnelle Besetzung der Fabrik ja nur der erste Akt war, der die Voraussetzung für die folgenden technischen Handlungen schuf, während letztere den zweiten und ja entscheidenden Akt bildeten, war es eine unumgängliche Aufgabe der Gefechtsführung, diesen zweiten Akt durch einen festen Schutz von genügend langer Dauer, nämlich bis zur Beendigung der technischen Arbeiten, zu ermöglichen. Drehte aber der frühzeitig gewarnte Feind bald stärkere Panzerkräfte nach Süden ab, war solch ein längerer Schutz der Fabrik in Frage gestellt. Die vor Ort mit HJ vermischten Landesschützeneinheiten schilderten die Feindlage sehr harmlos, ja zu harmlos, wie es sich kurz darauf schon erweisen sollte. Denn beide ortskundigen Begleitoffiziere, die General Sachsenheimer führten, wurden auf dem Oderdamm am Schnittpunkt mit der nach Gloschkau führenden Straße durch eine Garbe von 2 Maschinengewehren, die jenseits des Flusses an der Fährstelle in Stellung waren, verwundet. Der zwischen den beiden Offizieren stehende General blieb wie durch ein Wunder unverletzt und setzte nun der Eile wegen diese Aufklärung alleine fort. Hinter dem Hohen Damm bei Punkt 104.6 geschützt hatte er ausreichend Überblick mit aufschlussreichem Ergebnis. Dort war die Eisenbahnbrücke dicht am südlichen Ufer nur zwischen 2 Pfeilern gesprengt, sonst aber für Schützen noch benutzbar. Hier also konnte man nach Überwindung einer kurzen, an unserem Ufer liegenden Strecke die Brücke zum schnellen Übergang begehen. Zum Überraschen musste das natürlich bei Dunkelheit geschehen. Gegenüber waren am Oderdamm dicht rechts und links der Brücke je ein Maschinengewehr in Stellung. Bis zur nächsten Feindbesetzung beim Gut südlich Kranz klaffte eine Lücke von 500 Metern. Den hohen zweigleisigen Eisenbahndamm vor Augen bekam General Sachsenheimer jene Vorstellung, die nun mal nötig ist, will man künftigen Gelingen vertrauen. Diese Bahnlinie führte im weiten Bogen an Dürrenfurt vorbei, in dessen Schloss ganz offenkundig betrunkene Rotarmisten ihre Lieder sangen. Nein, es war kein Singen mehr, was da herüberscholl. Es war ein zunehmendes Gröhlen,
das auf den Grad steigender Trunkenheit schließen ließ. Dieser Bahndamm war aber nicht nur von der Stadt abgesetzt, er zweigte auch ein Gleis in das Werk ab. Jener Damm also war der Ariadnefaden, das Bauernlineal, an dem entlang die im Gelände doch noch unbekannten Soldaten das Angriffsziel, das chemische Werk, bei Dunkelheit schnell finden würden. Überraschendes Niederschlagen feindlichen Widerstandes natürlich vorausgesetzt. Gerade für solch ein aus dem Stegreif und mit fremden Truppen zu führendes Unternehmen ohne Zeit zu sehr sorgfältigen Vorbereitungen kam es auf eine besonders einfache Lösung an. Hoffentlich würden die Russen in Dürrenfurt ihr Trinkgelage auch noch lange genug fortsetzen. Mit diesem schnell gefassten Schluss fuhr General Sachsenheimer eilig zum Panzer AOK 4 zurück, ohne noch die Aufklärungs- und Erkundungsergebnisse der Pioniere und Flak abzuwarten. Der General Gräser stimmte diesem einfachen und auf vielfachen Kampferfahrungen beruhenden Plan zu, dessen Hauptgesichtspunkt war: Das Wichtigste ist völlige Überraschung. Fallschirmjäger dürfen also nicht, wie von der Heeresgruppe geplant, gezeigt werden. Dagegen sind sie eine willkommene letzte Reserve. Die Heeresgruppe gab auf Rückfrage ihre Zustimmung, wenn General Sachsenheimer die volle Verantwortung für das Gelingen übernähme. Sachsenheimers Angriffsplan hat einen einzigen Schwerpunkt: hinüber über die Eisenbahnbrücke und dem Bahndamm entlang vorwärts. Unter Führung von Major Joos, Regimentsführer aus Sachsenheimers alter 17. Division, waren zuallererst die 2 erkannten Maschinengewehre jenseits der Eisenbahnbrücke niederzukämpfen und jeder weitere feindliche Widerstand auf dem Weg ins Werk zu brechen. Unmittelbar dahinter waren zum raschen Vorgehen nach dem Niederkämpfen des Feindes angesetzt eine Abteilung zur Sicherung gegen den Ort Waren, eine andere Gruppe mit gleicher Aufgabe beiderseits der Straße Dürrenfurt-Seifersdorf. Mit Rücksicht auf den nördlich Seifersdorf befindlichen Feind waren hierfür stärkere Kräfte vorgesehen. Die Flak sollte dicht hinter dem Oderdamm an der Eisenbahnbrücke hart ostwärts des Bahndamms so in Stellung gehen, dass ihre Rohre erst kurz vor Feuereröffnung über die Dammkrone des Hochwasserdamms ragen durften, um den Feind, wer und was es auch sei, mit völlig überraschendem Feuer besonders wirksam zu treffen. Die Sturmbootpioniere mit ihrer beachtlichen Zahl von 81 Sturmbooten konnten auf verschiedene Weise zum Gelingen des Unternehmens beitragen. Darüber aber wollte Sachsenheimer erst nach Anhören des Pioniers entscheiden. Nachdem dies alles vorgetragen war, wurde der General mit dem Storch zu seiner Truppe geflogen. Dort konnte er noch bei Helligkeit den Pioniervorschlag des Oberleutnants Röhrig im Gelände mit seinen eigenen Gedanken vergleichen. Sie stimmten überein. Während ein Sturmbootzug mit 25 Booten als Reserve für die Führung in der Nähe der Eisenbahnbrücke vorgesehen war, sollte die Masse der Kompanie 30 Minuten nach unserem Überschreiten dieser Brücke südlich Dürrenfurt bei Oder Kilometer 286 und südwestlich bei Kilometer 288 mit unterstellter Infanterie und durch Feuer schwerer Infanteriewaffen geschützt über die Oder angreifen, eine breite Angriffsausdehnung vortäuschend, den Feind verwirren, vor allem aber vom Hauptangriffsstoß ablenken. Trotz der knappen Zeit sind Bereitstellung und alle Vorbereitungen gelungen. Bei allen allgemeinen Erschwerungen, die ein solches Hals-über-Kopf-Unternehmen mit fremden Truppen mit sich bringt, war es günstig, dass General Sachsenheimer Teile seines alten Divisionsstabes sowie Funktrupps und Offiziere aus der Führerreserve seiner wieder in Bildung begriffenen 17. Division auf seinen Antrag erhalten hatte. Dass General Sachsenheimers Beurteilung der Lage zutreffend und seine Anordnung zweckmäßig gewesen waren, bestätigte der gelungene Verlauf.
Die Bildung des Brückenkopfes zum Schutz des Unternehmens klappte, als ob es von langer Hand vorbereitet gewesen wäre. In der Nacht zum 5. Februar 1945 treten die Stoßtrupps unter der Führung von Major Joos zum Angriff an. Mit seinen Stoßtrupps überrannte er fast lautlos die beiden Maschinengewehre an der Eisenbahnbrücke. Die für Sicherung befohlenen Plätze wurden überraschend schnell erreicht. Nirgends traf man auf stärkeren Feind, besonders auch nicht am Schloss Dyhernfurth, wo der Feind sich offenbar weiter dem Vertilgen von Weinen und Schnäpsen hingab. Bereits 65 Minuten nach Angriffsbeginn wurde die technische Gruppe ins Werk geschleust, um mit dem ja eigentlich wichtigsten Teil des Vorhabens zu beginnen. Die Arbeiten gingen viel schneller voran, als man berechnet hatte, da die Pumpenanlagen und auch noch sonstige wichtige Vorrichtungen völlig betriebsklar waren. Die Heeresgruppe war von der frühen Meldung über die Beendigung der Arbeiten sehr überrascht. Schörner selbst machte fernmündlich Sachsenheimer dafür verantwortlich, dass alles Gas ausgepumpt sei. Die Erstattung einer solchen Meldung lehnte er ab. Indessen ging er nun ins Werk, wo er sich von den beiden Professoren einen von der Heeresgruppe bestimmten Text unterschreiben ließ, der die sachliche Richtigkeit des völligen Gasauspumpens bestätigte. Was war nun wieder an der Front des Brückenkopfes geschehen? Was hatte der Feind unternommen? Erst zwischen 13 und 15 Uhr ist der Feind in zeitlichen Abständen mit mehreren Panzern, etwa insgesamt 18, von Norden her vorgestoßen. Die deutschen Sicherungen waren durch gute stoßtruppartige Aufklärung rechtzeitig unterrichtet. Außerdem bewährte es sich, dass man viele Panzerjagdkommandos eingesetzt hatte. Denn ob das Übersetzen schwerer Pack auf das Ostufer rechtzeitig gelingen würde, war ja anfangs ungewiss gewesen. So sind im Norden alle feindlichen Panzer abgewehrt worden. Die am eigenen Südufer neben der Eisenbahnbrücke in versteckter Stellung befindliche Flak trat nur einmal, dann aber gefechtsentscheidend in den Feuerkampf ein. Am späten Nachmittag, kurz vor Einbruch der Dämmerung, stießen 7 bis 8 russische Panzer vom Gut südlich Kranz nach links gegen den Bahndamm vor. Gelang ihnen dessen Besetzung, war der Rückweg der noch im Brückenkopf und im Werk befindlichen Truppen mit dem technischen Personal abgeschnitten. Diese nichtsahnenden Panzer waren ein höchst wichtiges Ziel für die versteckt stehende Flak. Erst nun wurden die Lafetten der Flak ausgedreht, die Kanonenrohre knapp über die Dammkante des Oderdeis gekurbelt, schnell auf die Ziele gerichtet. Dann schossen die bekannten langen, rot-gelben Feuerzungen mit scharfem Knall aus den Rohren. Bei der kurzen Entfernung von nur 750 Metern folgten Einschlag und Abschuss kaum wahrnehmbar dicht hintereinander. Diese unglücklichen russischen Panzer waren im Vorfahren auf dem Bahndamm, den sie auf Verdacht unter Feuer genommen hatten. Und nun fegte ihnen urplötzlich aus der Flanke im wahrsten Sinne des Wortes Tod und Verderben in die Seite, ohne dass man sich noch wehren konnte. Nach General Sachsenheimer, Augenzeuge dieses ganz kurzen Gefechts, wurden 6 Panzer abgeschossen, von denen einige sofort brannten. Dieser Erfolg lähmte die Unternehmungskraft der dortigen feindlichen Führung derart, dass sie weder von dort her noch von anderer Stelle aus mehr angepackt hat, da man dazu noch einige Nachtstunden benötigte. Über der Führung der Truppe beseelenden Freude am Erfolg, an der Erfüllung eines sehr wichtigen Auftrags, lag aber auch ein Schatten. Man hatte Aushilfe treffen müssen für den Fall, dass Pumpen oder Rohrleitungen versagten, das Gas also nicht wie beabsichtigt hinausgepumpt werden konnte. Sie bestand darin, dass Pioniere an einigen Gasbottichen vorsorglich Sprengladungen anlegten. Dabei wurden einige von ausströmenden Gasen erfasst, wodurch sie ihre Sehkraft verloren.
In schnell anschließender fachärztlicher Lazarettbehandlung wurden sie aber glücklicherweise nach einigen Tagen wieder geheilt. Am späten Nachmittag kam der Befehl zum Räumen des Brückenkopfs, nachdem General Sachsenheimers Funkspruch bei der Heeresgruppe eingetroffen war, der die von den Professoren vollzogene Unterschrift über die gelungene Vernichtung des Gases meldete. Räumung und Zurückgehen über die Oder gelang planmäßig unter Mitnahme aller Verwundeten und weniger Gefallener, die leider auch dieser Kampf gekostet hatte. Ein Wort noch über die Fallschirmjäger. Sie waren von den benachbarten Heeresgruppen nicht gekommen. Gut also, dass General Sachsenheimer sie für die Einleitung des Angriffs zum Abspringen gar nicht hatte einsetzen wollen. Sonst wäre er durch ihr Nicht-Eintreffen in eine schwierige Lage geraten. Das Angriffsunternehmen Dürrenfurt vom 5. Februar 1945 gilt in der Militärgeschichtsschreibung als ein Paradebeispiel für die Wirksamkeit der deutschen Auftragstaktik, insbesondere in einer Phase des Krieges, die bereits durch den Zusammenbruch fester Fronten und operatives Chaos geprägt war. Das Gelingen dieser Mission basierte maßgeblich auf folgenden Aspekten dieser taktischen Philosophie: Die Freiheit des Handelns gegen starre Pläne. Generalmajor Sachsenheimer wurde zwar ein Auftrag durch die 4. Panzerarmee erteilt, er verstand es jedoch, sich die nötige Freiheit des Handelns zu verschaffen. Er lehnte den ursprünglichen Plan des Heeresgruppenkommandos, einen massiven Artilleriefeuerschlag und den Absprung von Fallschirmjägern direkt über dem Werk ab. Seine Begründung war rein taktischer Natur. Ein solches Vorgehen hätte den nur 6 Kilometer entfernt stehenden Feind sofort alarmiert und den Erfolg der technischen Gasvernichtung vereitelt. Eigenverantwortliche Erkundung und Lagebeurteilung. Anstatt sich auf vage Berichte zu verlassen, führte Sachsenheimer unter Lebensgefahr eine persönliche Erkundung am Oderdamm bei Punkt 104.6 durch. Selbst nachdem seine beiden Begleitoffiziere durch sowjetisches MG-Feuer verwundet worden waren, setzte er die Aufklärung allein fort. Nur dadurch entdeckte er den entscheidenden Schwachpunkt in der sowjetischen Sicherung, nämlich die zwar gesprengte, aber für Infanterie noch immer passierbare Eisenbahnbrücke. Pragmatismus im Gelände. Die Entscheidung, den zweigleisigen Bahndamm als Orientierungslinie zu nutzen, war eine Frucht dieser taktischen Intuition. Sachsenheimer taufte ihn den Ariadne-Faden oder das Bauernlineal, an dem sich seine im Gelände unbekannten Soldaten in der Dunkelheit blind zum Ziel führen konnten. Vertrauen in die Unterführer. Das Unternehmen wurde als Hals-über-Kopf-Unternehmen mit zusammengewürfelten Truppen und unter extremem Zeitdruck geplant. Dass Major Joos mit seinen Stoßtrupps die feindlichen MG-Posten lautlos im Nahkampf ausschalten konnte, ohne den Feind im nahen Schloss zu alarmieren, zeugt von der hohen Schule der kleinen Kampfgemeinschaft, die in der Auftragstaktik wurzelt. Täuschung und operative Flexibilität. Sachsenheimer nutzte Scheinangriffe durch Sturmboote bei Kilometer 286 und 288, um den Hauptstoß zu verschleiern. Dass die eingeplanten Fallschirmjäger letztlich gar nicht eintrafen, gefährdete die Mission nicht, da Sachsenheimer sie ohnehin nur als willkommene letzte Reserve betrachtete und den Erfolg primär auf seinen eigenen infiltrierenden Plan aufgebaut hatte. Letztendlich zeigte die Angriffsoperation Dürrenfurt, zu welchen Leistungen Führung und Truppe fähig waren, wenn Eigeninitiative und der Geist des Kampfvermögens über bürokratische Befehlsstarrheit siegten. Ohne diese Kultur der selbstständigen Entscheidungen eines Kommandeurs vor Ort wäre die Vernichtung von diesen 12.000 Tonnen Tabun und damit die Abwendung einer chemischen Katastrophe wohl kaum möglich gewesen.
Möchtest du bei der nächsten unglaublichen Mission wieder mit dabei sein, dann abonniere jetzt meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Werde Unterstützer meiner Arbeit und komm in unser Team. Der Link ist in der Beschreibung. Hat dir das Video gefallen und dich gefesselt? Dann lass doch ein Like da für den General Sachsenheimer und seinen erfolgreichen Auftrag. Danke, dass du dabei bist.